Acrylmalerei. Also lass dich von mir inspirieren und genieße das Malen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Meine gute Freundin hat mir ein super schönes Bild geschickt aus Holland von einem Tulpenfeld mit blauem Himmel. Und das hat mich so inspiriert, dass ich jetzt das malen möchte. Aber ich möchte das nicht genau abmalen, sondern ich möchte daraus einfach eine Variante machen. Also habe ich mir einfach eine schöne Farbpalette zusammengestellt mit den Farben, die super passen. Ich möchte jetzt erstmal einen grünen unteren Bereich und den Himmel spachteln. Später kommt natürlich noch Pink dazu für die Tulpen sozusagen, aber erstmal machen wir diesen Untergrund. Und zwar habe ich mir ein helles Oliv, ein Farn nennt sich das, ein dunkel saftiges Grün, ein Titanweiß, Königblau, Himmelblau und Wedgwoodblau. Damit fange ich jetzt an und ich freue mich, wenn ihr mir dabei zuseht, wie dieses Bild entsteht. Ich beginne im unteren Bereich erstmal und trage Farbe auf mit der Karte und mische die so schön ineinander, dass es so tolle Farbverläufe gibt. Ich möchte, dass das so einen mittelgrünen Ton ergibt und dass schöne Farbverläufe sind. Dann könnt ihr mir jetzt dabei zusehen, wie ich diese Flächen alle spachtle. Ich nehme mein Superwerkzeug jetzt dazu. Jetzt ist erstmal überall Farbe drauf und jetzt möchte ich gerne so schöne Effekte dazulegen und gehe mit dem flachen Metallspachtel ganz flach über die Fläche. Dann nimmt man auch die Pinselstriche dann weg. Man hat schöne Farbverläufe, die man sich so schön hier rein streicheln kann, sozusagen. Das sieht immer sehr schön aus. Ich mache den zwischendurch sauber, weil ich jetzt mit einer helleren Stelle weitermachen möchte. Und zwar möchte ich hier ich drehe mir die Leinwand mal um dafür. Ich möchte jetzt hier so einen schönen hellen Bereich haben. Nehme ich schon ein bisschen Weiß mit dazu. Ganz leicht mit der Karte so drüber gehen. Schaut mal, gibt schöne Farbverläufe. Und hier möchte ich mit dem Himmel starten. Jetzt mache ich das Gleiche, was ich unten mit der Fläche gemacht habe. Ich trage erstmal die Farbe mit dem Pinsel auf. Hier unten mache ich den Himmel ein bisschen heller. Schön viel Weiß rein, das sieht immer toll aus. Und nach oben hin möchte ich auf jeden Fall einen richtig schönen blauen Himmel haben.
meinen sauberen Metallspachtel und mache das gleiche wie unten. Streiche jetzt ganz flach über meinen Himmel und mache dadurch so ganz weich, eine ganz weiche Fläche. So gibt es so eine ganz schöne weiche Fläche. Weil ja an so einem schönen Tag auch so ein paar Wolken nicht fehlen dürfen. Nehme ich jetzt meinen Spachtel, trage da weiß auf und ziehe so ganz zart und flach so über meinen Himmel nochmal drüber und baue mir so Schleierwolken hier mit rein. Hier oben möchte ich das gerne dunkler lassen. So. Das lasse ich jetzt erstmal trocknen. Ich möchte hier ja noch mein Tulpenfeld da drauf bringen. Und ich möchte, glaube ich, hier noch so ein paar, ja, diese Bäume, die so im Hintergrund sind, die möchte ich gerne noch haben. Und dafür nehme ich hier so ein bisschen von dem dunklen Grün und lege das so hier auf das letzte Stück von diesem helleren Grünstreifen. Wechsle immer so ein bisschen zwischen hellgrün und dunkelgrün. Erstmal mache ich jetzt hier so ein bisschen dunkel hin. So. Und lege einfach so wie so kleine Würstchen hier drauf. Nehme auch ein bisschen Weiß dazu. So, seht mal, jetzt habe ich hier so Farbwürste draufgelegt. Und jetzt habe ich so eine kleine präparierte Karte, also das heißt, ich habe mir eine Kunststoffkarte was kleiner geschnitten und möchte jetzt hingehen und gehe so in die Farbwürste rein und ziehe so ganz leicht nach oben. Mal weniger, mal ein bisschen mehr. So, jetzt habe ich hier so die Farbe verteilt und jetzt möchte ich natürlich gerne, dass das ein bisschen auch aussieht wie. Ich möchte die Bäume noch ein bisschen besser ausarbeiten und ich merke aber gerade, dass sich die Farbe so ein bisschen miteinander vermischt, weil ja alles noch sehr feucht ist und deswegen halte ich mal eben den Föhn da drauf, dann kann man das besser separiert mit dem Pinsel so ein bisschen sowas wie Bäume tupfen. So, ich habe den Streifen ein bisschen angeföhnt. Jetzt habe ich hier wieder meinen kleinen Pinsel, nehme ein bisschen dunkelgrün und möchte gerne so tun, als wenn das so ein bisschen Bäume da hinten sind. Gehe erstmal mit so Bäume oder Gebüsche oder sowas. Hat man ja oft, wenn man so in die Ferne guckt, dann kann man da immer mal sowas sehen, wenn man übers Land fährt. Jetzt nehme ich mir einen frischen Pinsel und möchte gerne so ein bisschen den Übergang verblenden. Ich nehme nochmal das Farn und gehe hier unten nochmal so ein bisschen dagegen an die Kante. Dann sieht es ein bisschen so. Jetzt ist erstmal die Fläche soweit fertig, vorbereitet. Jetzt kommen noch die pinken Tulpen dazu, aber dafür muss erstmal die Fläche trocken sein. So, ich mache hier unten noch das ein bisschen dunkler, hier ganz unten am Rand. Dann hat dieser ganze grüne Baumgebüschstreifen noch ein bisschen realistischere Wirkung, weil noch mehr Licht- und Schattenspiel da drin ist.
Und jetzt gehe ich nochmal hin und lege nochmal so an manchen kleinen Stellen noch ein bisschen Farben wieder hin, also ein bisschen heller noch. Und dann haben wir ein schönes Licht- und Schattenspiel. So, schaut mal, jetzt habe ich den Grünstreifen noch ein bisschen bearbeitet. Ich möchte jetzt hier quasi wie so ein Tulpenfeld suggerieren und das soll pink sein, weil ich finde, das passt farblich super zusammen. Das habe ich ja auf dem Foto, was mich inspiriert hat, gesehen. Da habe ich gedacht, oh, das möchte ich auf jeden Fall mal auf ein Bild umsetzen. Und ich habe mir jetzt 2 Farben für das sozusagen Tulpenfeld zusammengestellt. Wegen des dunklen Untergrundes muss man wirklich eine Neon Pink nehmen, sonst wirkt alles, was da drauf kommt, natürlich durch den dunklen Untergrund dunkel. Und Neon Pink wäre natürlich auf einer weißen Leinwand viel zu krass, aber auf dem dunklen Untergrund ist das genau die richtige Farbe. Und ich nehme ab und zu ein bisschen, der Ton heißt Purpur, den nehme ich dann so ein bisschen mit dazwischen. Und wie ich das mache, da könnt ihr mir jetzt bei zusehen. Ich habe hier einmal einen kleineren Pinsel, so einen, und so einen ausgefransten Malerpinsel. Und damit möchte ich jetzt gern das Tulpenfeld tupfen und ihr könnt mir dabei zusehen, wie das funktioniert. Ich fange einfach an, tupfe den Pinsel in die erstmal pinke Farbe und das muss halt so ein ausgefranster Onkel sein. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und die Farbe schön in den Pinsel so rein verteilen, damit nicht an einer Stelle so viel draufklebt. Und dann ganz locker einfach auf die grüne Fläche tupfen. Und so mache ich jetzt den ganzen unteren Bereich. Zwischendurch nehme ich mal das Purple mit dazu. Aber erstmal mache ich hier schöne Ich lasse das so schön. Und da ist schön Abwechslung drin. Es ist nicht überall so gleich verteilt. Das war mir wichtig. Hier kann man noch ein bisschen. So, das Grün guckt noch ein bisschen durch. Es ist schön verteilt, meines Erachtens nach. Sieht es wirklich schön aus. Könnte auch so ein Heidefeld sein oder wie auch immer. Also mich freut das Bild, ist so ein richtiger Frühsommertag, so wie es ja jetzt im Moment auch draußen ist, wenn schönes Wetter ist. Was ich jetzt noch machen möchte, ist mit einem Schwamm den Rand komplett weiß malen, aber so ein bisschen ins Bild reinziehen, dass man den von vorne sehen kann. Das, finde ich, macht immer einen schönen Rahmen. In dem Fall mache ich das nur ganz dünn, so einen ganz dünnen Rahmen, gehe mit dem Schwamm so ein bisschen ins Bild rein. Dann kann man den von vorne auch sehen, den weißen Rand. Das finde ich immer ganz schön. Nicht bei allen Bildern, aber in dem Fall jetzt, finde ich, passt das ganz gut. Mir ist das jetzt hier unten noch ein bisschen zu dunkel geworden. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen mit einem flachen Spachtel, weißer Farbe. So ein paar weiße so ein bisschen. Mit dem flachen Spachtel bin ich jetzt einfach noch mal mit dem Weiß drüber gegangen, weil mir dieses Pink zu sehr weggegangen ist beim Trocknen. Und dadurch, dass er jetzt weiß drunter ist, wird auch das Neon ein bisschen kräftiger sein. Und das
versuche ich jetzt noch ein bisschen zu machen. Dass es einfach ein bisschen knackiger aussieht. Das war mir ein bisschen zu langweilig hier unten. Nee, das auch nicht. So gefällt mir das viel besser. Schaut mal, jetzt hat es noch ein bisschen mehr den Effekt, dass es sowas wie ein Tulpenfeld ist. Finde ich ganz cool. Hier unten kommt das Grün jetzt so durch. Das war jetzt ein guter Schritt, das mal auszuprobieren. So, jetzt ist das richtig schön, ja, so richtig schön pink. So wollte ich das eigentlich auch haben. Ich hätte das nicht erwartet, dass das nach dem Trocknen so quasi verschwindet, der Pinkton. Und deswegen habe ich das jetzt nochmal mit Weiß und Wasser versucht. Und dadurch ist die Fläche so ein bisschen wieder frei geworden von dem Grün. Und das hat jetzt auch einen coolen Effekt ergeben. Und ja, ich bin ganz froh, dass ich das jetzt so gemacht habe. Und ihr seht, man muss manchmal aus dem Bauch raus entscheiden, wenn man was verändern will, einfach ausprobieren. Da kann immer was richtig Gutes bei rumkommen. Ich finde das Ergebnis jetzt total super und ich freue mich über das neue Bild. Ich hoffe, ihr hattet richtig Spaß beim Zugucken und seid jetzt total inspiriert, auch mal so ein tolles Bild auszuprobieren. Vielleicht habt ihr auch ein schönes Foto, wo ihr sagt, das möchte ich gern mal malen. Und mein Bild ist ja auch aus dieser Inspiration gekommen, dass ich ein tolles Foto habe und das so schön fand, dass ich sage, die Farben, die muss ich irgendwie versuchen in einem Bild umzusetzen und das ist daraus geworden. Ich bin total zufrieden damit und jetzt mit der Farbkombination, dass wir das hier nochmal heller gemacht haben, das macht nochmal richtig viel aus. Das fand ich jetzt total wichtig und ich hoffe, ihr habt viel Spaß am Video gehabt, habt ein paar schöne Sachen gesehen, die ihr für eure Projekte umsetzen könnt. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Video und sage bis dahin vielen, vielen Dank für euren Support. Habt eine wundervolle Zeit bis dahin und bis ganz bald. Lieben Gruß.